Hey, welkom hier in mijn channel van jou. Mijn naam is Isaac Thiessen en ik freue mich, dat u hast dit programma aangeschaut. Ik geloof, we worden hier van jou een zeer goede tijd hebben. En ik wil mich bedanken aan jullie voor al die mensajes wat jullie mij geschickt hebben deze laatste week. Ik heb veel mensajes gekregen. Ik heb mensajes gekregen van Canada, van Bolivia, van Paraguay. Ik heb hier van Mexico, van al verschillende kolonies. Heb ik mensajes gekregen en mij freut het mij dat schon jullie mensajes te lezen. Wessen van jullie hebben mij beelden geschickt van jullie en dat gaat mij schön. En ik dacht also, we zullen vielleicht nog een dag iets vertonen. Vielleicht de vrienden wat ik nu al heb een beetje kennengelernt, want die wilden een korte video maken. Met een video schicken en dan later wil ik den hier opdoen en kunnen we een klein beetje zien van wo alle wegen de vrienden mir wollen video's schicken. Dat wordt nog een interessante Geschichte geven al dat. We wollen van jou een zeer goede tijd hebben hier, van jou als Pingsten. En we willen van jou een beetje van Pingsten vertellen. Aber euer wie du nango en Jan hat mir ein klein beetje van te vertellen. Wo hat Pingsten mal angefangen? Dat zijn al duizenden jaren terug als Pingsten angefangen deed. En dat fing al aan en dat volk Israël. Dat volk Israël, die hadden allemaal twee zeer wege Heilja. En de ene Heilja dat wir Ostern zijn naam, dat op Pascha was. En aan Ostern, dan deden zij allemaal door aan denken, wo ze weer vrij geworden van de sklaverij in Egypte. Wo Moses had uit Egypte uitgevoerd, durch dat Rode Meer en durch de Wüste en al dat. Dan deden ze ieder jaar allemaal dat Passafast houden, wo ze aan denken deden, wo ze weer vrij geworden. En Pingsten weer verehrt ook een zo'n welke Heiljedag. Om Pingsten weer een paar dingen wat zij door celebreren deden. Dat ene dat weer, dat zij hadden de 10 geboten gekregen, de toefelen wat Moses op een berg Sinai gekregen had van God. Om Pingsten dachten ze door aan dat ze deze gekregen hadden. En dat andere ding wat ze om Pingsten deden, dat zij hadden door naar een Ernte dan. Ze brachten dat eerste van ihre Ernte, brachten ze ook de hand en deden door Opfer brengen voor de Ernte wat ze gekregen hadden. Also, dat weer 50 deel Luther nu Ostern als Pingsten allemaal en zij hadden dat krijgsjes tot. En du hast een vers in de Bibel wat te zeggen dat al die dingen wat in het Oude Testament passieren, dat weer bloos schoten voor dat wat er nog komen wordt in het Nieuwe Testament. En we doen van vandaag, wanneer we Ostern vieren, dan denken we aan wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat Jezus aan het kruis voor ons gestorven heeft, en dat we door vrij worden, dat Jezus ons vrij maakt van de sklaverij, van de zin. Dat is wat we aan Ostern aan denken doen. En dan om Pingsten, daar denken we aan dat de Heilige Jeist komen. Dat Jezus had het versprochen en hij had zijn Jünger gezegd, dat zij zullen in Jeruzalem blijven, wat ze worden den Heiligen Jeist krijgen, wat ze worden met den Heiligen Jeist getooft worden. En dat zijn 50 deel van Ostern, wat Pingsten. En nu denken we aan dat we gaan den Heiligen Jeist gekregen. Al die Christen, alle wat Jezus hebben aangenomen, die kunnen met deze Heiligen Jeist getooft worden. En dat zijn 50 deel Luther. En dat is ook een, zoals ik al zei, een schoten van wat in het Oude Testament weer, wat in het Nieuwe Testament. We denken nu niet zozeer aan de geboten wat Moses gekregen heeft, maar we denken van der aan dat we gaan den Heiligen Geist gekregen, wat ons vrij maken deed. En mir is het interessant wat er in vers zei, dat zegt dat het gezegd, dat het hem dood vieren, maar du wo de Geist is, du hast leven. We gaan van jou leven. We kunnen leven haben durch den Heiligen Geist, wat er uitgegoten wordt. En we willen hier zo'n klein beetje een Apostelgeschichte lezen, moet zijn Wort krijgt aan diesen Pingsten passieren. Da werden wir hier so ein klein beetje lezen in Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 1 Vers 4 en 5 sagt es dit. En als heimat an Taub wir befohl hij an, nicht von Jerusalem weg zu gehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat, wovon seht hij, je mir haben reden hiert. Wils Johannes deut mit Wutter, je obersellen am Empordio mit den Heiligen Geist gedeupt worden. Jesus, der wir nu 3 Jahre mit seinen Jüngern taub gewesen. Hij hat seinen Jüngern alles gelehrt, was ihnen fehlt zu lehren. Und nu will Jesus in den Himmel wanken. Dat wir groß Eier in den Himmel fahren, als heute seine Jünger sagen, dass sie sollen in Jerusalem warten.
Und vielleicht sind nur 500 Menschen gewesen, hier aus Jesus Erntezahl. Wenn in der Bibel der Rede ab eine steht von, dort heilt sich von 500 Stück ab einmal sein. Und vielleicht ist der Krieg ab diese steht gewesen, wo Jesus Erntezahl, dort sie sollen nach Jerusalem gehen und sie sollen dort bleiben, was sie würden mit den Heiligen Jeist getauft werden. Jesus, kann seine Jünger, wusste dort, wenn die nicht würden mit den Heiligen Jeist getauft werden, die würden Angst haben, die würden nicht vorwärts gehen, die würden nicht an diese Arbeit tun, was Jesus für ihnen hat. Und dann sagt er zu ihnen, dass sie sollen dort warten, sie sollen dort bleiben, was sie wollen den Heiligen Jeist kriegen. Und dann, wenn wir hier so wieder lesen, dann in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, so sagt er, aber wenn der Heilige Jeist über ihn kommen wird, dann wird je Kraft kriegen, und die werden meine Zeichen in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt. Hier sagt Jesus ihnen, dass sie werden Kraft kriegen, dass sie werden Kraft kriegen, was vom Boven kommt, dass der Heilige Jeist, der würde ihnen fallen, der würde ihnen taufen, und dann würden sie diese Kraft haben, und dann würden sie seine Zeugen sein. Dann würden sie anfangen, dort zu tun, was Jesus will haben. Und er sagte, ihr wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria, in Judäa, und über die ganze Welt. Und weil wir hier ein klein bisschen sein, Apostelgeschichte, Kapitel 2, von 1 bis 4, sagt es das, aus der Pfingsttag dann kamen, wären sie alle taub auf eine Stadt. Und plötzlich hielten sie so aus einem Sturm, und riechen das Gelüt vom Himmel, so dass im ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4, und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Jeist gefällt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, durch nur aus der Jeist an und mehlig mög. Halleluja, das ist ja interessant, ich so, was das hier sagen wird. Hier werden die Ultien, die vergehen, von dann ist Jesus, der ihnen gesagt hat, dass sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie dort würden kriegen, was der Führer versprechen hat, was sie würden mit den Heiligen Jeist getauft werden. Nu werden sie hier, diese 120 Stück werden hier die Ultien, die taub gewesen. Und ich stelle mir das so vor, dass zum Anfang, die erste, die sind vielleicht viel mehr gewesen. Wenn du werden viel mehr Menschen als bloß 120 Stück aus Jesus enterzahlen, aber du sind gleich so eine gewesen, die haben nicht können utholen, solange du warten und lüren, was sie würden gefällt worden. Aber diese 120 Stück, die werden hier die Tieren, die taub gewesen. Und man einmal hast dich hier, dort rüßt, das ist, wenn das windig worden. Und ich stelle mir ein bisschen so vor, vielleicht ist das so gewesen, aus, von der schon Tag, wenn du einen Jet fliegen, wenn du ein großer Jet leg überkommst, der dort rüßt, so. Und ich glaube, ein bisschen, was sich dort vielleicht gehört haben, hier ist in der Bibel sagt, dass wir in der ganzen Hüste hören, aber ich glaube, dass wir in ganz Jerusalem zu hören werden. Du kennst all diese Menschen, die kennen der taub, was in Jerusalem werden. Das ist hier schon sagen, dass nach diesen Heilja da, nach diesen Pingsten, du kennst die Juden einmal von aller Wegen, wo die wohnen, kennen viele Menschen, du haben im Heilja da. Und nu werden da so viele Menschen taub gekommen, die Hirten dort rührt hier in alles, was ging, da ohne, kennen die alle, und wir nicht, was jaft das da? Aber diese Menschen, die hier so nie gefällt werden, die hatten mit einmal alle eine Feuerflamme auf dem Kopf. Und dort merkt mir und denken, dass Johannes der Täufer predigen dort. Er sagte den Menschen, ich täuft geht mit Wut wegen, die am Buße gedun, aber hinter mir kommt einer, der durch Rate ist, es sagt, und der wird geht mit den Heiligen Jeist und mit Feuer täufen. Und dort kriegt, was hier so passieren. Sie werden hier nicht mit den Heiligen Jeist und mit Feuer getäuft. Und sie fangen an, in Zungen zu reden. Und, das ist sehr interessant, was hier passiert. Da sie in Zungen reden, und hier werden die Menschen hier alle taub gekommen und wunderten sich, was da passiert. Und mit einmal wollen sie an, sie können in ihre eine Sprache verstehen. Da werden gleich ungefähr von 16 verschiedenen Städten, wo die Menschen von der Welt werden taub gekommen, und die können mit einmal alle in ihre eine Sprache, können sie das verstehen. Und das ist ein Wunder, was hier passiert. Und die Menschen, die so taub gekommen wären, die wunderten sich. Sie dachten so, was geht hier an? Wo kommt das, dass wir in unsere eine Sprache verstehen können? Wenn diese Menschen, die hier predigen, die so mutig wären, die wären von Galiläa. Vielleicht können die bloß eine Sprache, eine oder zwei Sprachen. Aber all diese anderen Juden, die taub gekommen wären, die können rein alle in ihre Sprache hören. Aber du willst dann so eine Menschen, die spotten darüber, die sagen, hey, diese Menschen, die haben zu viel Wein getrunken, die haben sich besucht, du wegen sind die so mutig. Sie wissen nicht mehr, was wir angehen. Und ich glaube, diese Menschen, die werden die so schaftig, die werden die so mutig, dass sie gefällt werden, dass andere Menschen, die das nicht verstehen können, die dachten, sie, die werden nicht ganz klug werden, die
Die können sich selbst nicht kontrollieren. Wenn der Heilige Jeist innernt wir, nicht der Heilige Jeist kontrollieren. Und wo wir sie glauben, dass der hat zu viel Wein getrunken. Einmal, wir können nach denken, ich einmal, wenn ich nach trinken deut, wenn ich ein paar Kopers uit habe, dann bin ich so mutig und schaftig und ich habe nicht Angst. Ich will mit dem ersten Menschen vertrauen. Ich will mit dem ersten Menschen unterreden und ich will sehr schaftig, wenn ich ein klein bisschen getrunken habe. Und ich glaube, ein bisschen wie das hier, die Menschen werden die so schaftig. Und wir können denken, das sind die 15 Jahre, 3 Jahre, seit ich mal diese Erfahrung hatte, wo ich mit den Heiligen Jeist gefällt war. Dort wird danach, wir allein in einer Stube und beten, ich hatte für eine lange Zeit gebetet und nach den Heiligen Jeist gesagt. Und man einmal hatte ich die Erfahrung. Und da rede ich in einem anderen Video von der heute, die Taufe mit den Heiligen Jeist. Ich will nicht nicht Zeit nehmen, um all diese Dinge nach Ewigkeit. Aber ich glaube, wenn mir dann erst wäre, was gesagt haben, die würden auch so gedacht haben, das Mensch hat sich betrunken. Ich werde so mutig und so schaftig und wissen nicht, wo ich mich kontrollieren soll, wenn der Friede, was in mir wird. Und ich hoffe meine Hände ab und ich Gott loben und preisen und ich in Tungen beten und ich weiß nicht, was alles zu umgehen. Aber das wäre so eine wunderbare Erfahrung. Wenn mir wird erst wer sein haben, die würden auch so gedacht haben, ich habe zu viel getrunken. Und mir denkt noch einmal ab eine Kampagne, wo von den Heiligen Jeist gepredigt wird. Und du mit einmal hast, ich werden schauf Menschen, die werden du mit den Heiligen Jeist getauft. Und die fangen auch an, in Tungen zu reden. Einer hier und einer da, und sie ist dort verstreut in der Versammlung. Und mit einmal alle teglich, viele von denen, die werden fangen an, in Tungen zu reden, wenn die werden du mit den Heiligen Jeist gefällt. Die werden die so mutig, die wissen meistens, wo sie mit ihrer Fried bleiben sollen. Und so stelle ich mir das vor, wie das hier in Jerusalem. Über die Menschen, die sporten da Eva. Aber weil wir hier mal ein klein bisschen sein, was Petrus hier sagt, zu diesen Menschen, die du sporten, und all die, die wir in Taub gekommen. Weil wir hier mal noch einmal in der Apostelgeschichte gucken, was Petrus hier sagt, Vers 14 lesen. Hier sagt Petrus ist das. Dann stund Petrus mit der Alf ab und fängt mit lüde Stimme an zu reden und sagte an, Männer von Judäa und all die in Jerusalem wohnen, das soll je weiten und heuch, was ich ihnen sage. Diese Männer sind nicht betrunken, so als sie denken. Wie so das nach Muklatni in Samarias. Das ist aber wovon der Prophet Joel redet. Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dass ich meinen jetzt über alle Menschen gehalten war. Jene Sehens und Dächter waren prophetisch reden, jene junge Männer waren Gesichter sein und jene alte Männer waren Träume haben. Und über Männer und Frühes, die mir deinen, wo ich in der Zeit meinen jetzt utgehalten und die waren prophetisch reden. Halleluja, Gloria a Dios. Hier sind diesen Aufschnitt, du kannst so viel sein, nicht so, was passieren dort. Du kannst so viele Dinge sein, was von dir schon da nach Krieg so passiert, und so dann dort. Die Menschen, die haben sich dann Damen sehen, diese Männer, die sind besuchen, die sind betrunken, die sind lang nicht klug. Dort wird die Menschen durchlaufen dort. Aber dann stund Petrus ab und das sagt hier, dann stund er ab und redet lüd. Er verteilt lüd zu den Menschen. Wie in Deutschland hatten die noch nicht so Nido-Speakers und alles, das wie von der Hand. Und er muss lüd reden. Und er sagt, du Männer, hörst du mal her, was ich ihnen sagen will. Diese Menschen, die hier sind, die sind nicht betrunken, so sie glauben da. Wenn das ist eine Erfüllung gegangen, was der Prophet Joel all gesagt hat. All Jahre und 3 hat der Prophet all prophezeit, was in der letzten Zeit wird passieren. Und wo neuer ist die letzte Zeit? Weißt du, die letzte Zeit, die fängt dann an, als Jesus in den Himmel fahren wird und was wird wahrer kommen. Die Zeit, die wird die letzte Zeit genannt. Und diese Prophezeiung, die wir hier dann, zu dieser Zeit, was Petrus zu predigen wird, und dort wir nicht bloß dann verehrt, aber dort erst von der Tag und nach für uns. Petrus sagt hier, Joel, der prophezeit, und er sagt, jene Sehens und Dächter, die wollen prophezeien. Jene Männer, die wollen Visionen sein. Und der Jeiste wird ausgegoten worden, über all die, was am Dein deuten. Das sind kranke Dinge, die von der schon da man uns Deutsche verlieren wollen, wo die Menschen nicht mehr und glauben tun. Die glauben nicht mehr und Zungen reden, die glauben nicht mehr und Vision und Prophezeien und viel weniger mit der Taufe von den Heiligen Jeist. Das sind die Dinge, die von der schon da nicht mehr gelehrt wurden. Auf viele Städte nicht gelehrt. Das sind noch Städte, wo die Menschen nicht lehren tun. Ich hatte diese letzte Zeit nicht so viele Mensagen gekriegt von Menschen,
wo mir geschrieben haben, ihre Hand mir vertalt von ihrer Erfahrung, wo sie sind mit den Heiligen Geist getauft worden, wo sie können in Zungen reden, und all diese Dinge. Und wenn sie in ihre Kirche davon reden, dann wird die Wache tun, wie die Menschen, die glauben, tun nicht mehr an. Und Petrus sagt hier dann, zu all diese religiösen Menschen, wo du wirst die Schriftgelehrten, die Pharisäer und all die, was Jesus dann hat den Tod verurteilt, die werden hier nicht alle taub in der Harten, alle. Und Petrus sagt hier, und je Mann, merkt mal die Augen auf und kick, was die Prophezeiung sagen, das ist für uns. Und von der schon da, wenn wir von diesen Dingen reden und sagen, der Krieg sagt, no, das ist so lang vorbei, wir sind nicht mehr in der Zeitbahn. Aber weil wir hier mal ein klein bisschen sein wollen, in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 39 sagen, das werden wir sein, was dort nicht mehr der Titel für ist. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 39, du sagst, das ist, was Gott jünt und jüne Kinder versprochen hat. Und all die, was weit auf sind, die Gott uns hat, nur sich rauben wird. Diese Dinge, die sind von dir und nach für uns. Die sind nicht alle geworden, wenn die Apostel gestorben sind. Die Prophezeiung sagt, das ist für uns, für unsere Kinder und für alle, die nach weit auf sind. Solange bei Jesus wird weiterkommen, werden diese Dinge passieren und die Menschen, die glauben tun. Wenn die gelehrt haben, dass wir sind in dieser Zeit bieten, dann haben die auch gelehrt, dann ist die Denken auch programmiert, wenn die Prophezeiung ist, solange bei Jesus wird weiterkommen. Wenn wir gucken, dann, was passieren, dass die Jünger mit den Heiligen Geist gefüllt worden, dann wird ihre Angst weg. Solange es der Heilige Geist nicht wieder auf Erde gekommen, sie hatten Angst. Sie hatten die Dären geschlagen, sie hatten Angst vor den Menschen, die Jesus hatten gekreuzigt. Aber als sie wieder mit den Heiligen Geist gefüllt, dann wird die Angst weg. Sie werden Beruf und sie predigten alle wen und sie leden die kranken Menschen, die hängen ab und die werden geheilt. All diese Wunder, was Jesus gesagt hat, die passierten alle, aber die passierten alle nur dem, dass sie wieder mit diesen Heiligen Geist getauft wurden. Weißt du, wenn wir wollen ein Christ sein, wir können nicht anders ein Christ werden, als dort wir wahre geboren wurden. Das ist nicht ein anderer Weg, um ein Christ zu werden, als dort wir wahre geboren wurden. Und kriegst du erst mit diesen Dingen, wenn wir wollen diese Wunder beleben, dass die Menschen gesund werden, wenn wir für die beten tun, und all die Wunder, was Jesus tut, sagen, was würden passieren, dort fängt an mit der Taufe von den Heiligen Geist. Weißt du, von der schon Tag, viele Kirchen, die sind so tot, du wirst never ein Kranker geheilt, wenn du dafür beten tun. Und der Ursache ist, wenn die Gläubigen nicht an der Taufe von den Heiligen Geist. Dort ist, wo die Trouble ist. Wir sind von klein an auch gelehrt worden. Wir sind in einen sehr großen Anglauben abgewaschen. Durch so großen Anglauben in uns deutsche Menschen gelehrt worden, dass diese Dinge alle wahr sind. Aber ich sage Gott, Dankeschön dafür, dass ich das beleben, dass wir von diesem Tag, wie waren abgelebt worden und wie können diese Dinge beleben, was die dort sind. Wie können geheilt werden. Und wenn wir die Menschen, die hängen bleiben, die wollen auch geheilt werden. Wenn Jesus sagt, und das, wo ihr sein werdet, glauben, dass die wollen die Kranken, die hängen bleiben, und die wollen gesund werden. Weil wir hier nach einmal ein klein bisschen gucken, was hier passieren wird, wenn wir hier wieder eine Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37 und wieder, du sagst, das ist das. Und sei das nicht jeden ging an dort zu horten, und sie sehen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Je Männer und liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sagte an, kehrt und lud jünt alle in Jesus Christus in Namen deupen, dort jünt die Sünden vergeben worden, dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Das ist, was Gott jünt und jüne Kinder versprochen hat, und all die, was weit auf sind, die Gott uns hat, nur sich rauben wird. Petrus redete auch noch, dass viel andere werden ermahnen an, lutjend in diese verdrehte Generation rütraden. Und die sind Wort mit Frieden annehmen, leuten sich deuten, und an den Tag werden durch 3000 Säulen geteilt. Petrus, der hat hier nicht so driest diese Menschen geredet. Und die Menschen, die gingen dort zu horten, und dann sagen sie neugierig, was soll wir tun? Und ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir uns diese Frau auch nochmal fragen, und was soll wir tun? Und Petrus sagt hier zu diesen Menschen, kehrt um, lutjend in Jesus Christus in Namen deupen, dass jünt die Sünden vergeben worden, und wo ihr auch den Heiligen Geist kriegen. Und dort diese Versprechung ist für jene Kinder, auch für die, die nach weit auf sind. Und das ist von diesem Tag nach einmal jährlich, dass wir können mit diesen Heiligen Geist getauft werden. Und dann redet Petrus da wieder und dann sagt er, lutjend in diese verdrehte Generation rütraden.
Und ich wundere, wie viel von uns Menschen, von unseren deutschen Menschen, von der eine verdrehte Generation beim Leben da und in so einem großen Anglauben, wo nicht mehr das gelehrt wird, wo nicht mehr von geredet wird, wie man mit den Heiligen Jeist getauft worden. Von der sind so viele Menschen, die glauben nicht mehr und diese Taufe von den Heiligen Jeist. Vielleicht fragst du dich, wo kann ich mit den Heiligen Jeist getauft werden, wenn meine Kirche das nicht lernen das? Dann will ich dir auch sagen, weißt du was, ich lehre die Heilige Jeist, die Taufe von den Heiligen Jeist, die kriege ich nicht in der Kirche, die kriege ich tüß. Aber wo ich bei komme, da ich habe einen Freund, der Missionar wird, der mich von den Heiligen Jeist lehren, und ich fange an, meine Bibel zu lesen, zu studieren, sein Wort redet die Bibel von den Heiligen Jeist, und ich hatte mir mal ganz stark gelesen, und ich habe all die Versen, die von den Heiligen Jeist reden, und da habe ich hier getegnet. Von der schon da, wenn ich hier so in meine Bibel lesen, da ich kann so hostig den Heiligen Jeist finden. Und all diese Versen, wo ich hier so rot getegnet habe, dort redet alle von Heilung. Wenn ich in meine Bibel lesen, da ich fing so hostig den Heiligen Jeist durch, ich fing so hostig Heilung durch, wenn dort als alle in dieser Bibel bin, wo wir können den Heiligen Jeist kriegen, wo wir können Heilung kriegen. Aber vielleicht fragst du dich, wo kann ich das tun? Und ich würde dir auch mal sprechen. Nimm die Bibel, bet Gott, dass er soll die openbaren, dass der Heilige Jeist wird in die Namen kommt, dass du wirst getauft worden mit den Heiligen Jeist. Und dann wirst du mutig vorwärts gehen. Weil diese Taufe von den Heiligen Jeist, das ist die beste Erfahrung, die wir in das Leben können haben. Das ist eine besondere Erfahrung. Und ich würde die Mutter sprechen, seht nur den Heiligen Jeist, lest die Bibel, studiert die und sei, was die davon reden. Von Pingsten wieder, du sei wie immer waren, dass die Menschen mit den Heiligen Jeist getauft werden. Und die Tegens, wo du kommst, dass wir einmal, wenn sie mit den Heiligen Jeist getauft werden, dann können sie in Zungen reden. Dort wir einmal das Tegen davon, wenn sie gefällt werden mit den Heiligen Jeist, dann können sie in Zungen reden. Und dort erst von der schon da nach Krieg so. Ich weiß so klar, was da passieren wird, danach, wo ich die Taufe mit den Heiligen Jeist kriege, wo ich kann in Zungen beten und wo scheint mir das Ding, dort mit den Heiligen Jeist in Gemeinschaft sein. Das ist bloß eine wunderbare Erfahrung, was wir haben. Und dann fingen wir dort, wenn wir uns hier luten mit den Heiligen Jeist taufen, dann darf der Heilige Jeist uns guven. Und wir fingen dort in 1. Korinther Kapitel 12, dass wir nie in guven sind, was der Heilige Jeist geben hat. Das ist die guven von Wunderdauern, von Heulen, und von Weisheit reden, und Zungen reden, und Ütlein, und all diese Dinge. Da haben wir stets in eine Lektion. Das ist sehr interessant, wo das alle schaffen, dass wenn wir schon diese Taufe mit den Heiligen Jeist kriegen, wo der Heilige Jeist dann uns von diesen Guven geben wird. Und das andere Ding, was wir fingen, du hast noch Frucht. Wenn wir getauft sind mit den Heiligen Jeist, wenn wir gefällt sind mit den Heiligen Jeist, dann wollen wir auch Frucht bringen. Und dort fingen wir in Galater Kapitel 5, du sei wieder, du redest von der Zeit, den Jeist in der Frucht als Leu, Fried, Geduld, freundlich sein, Gottgesonnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschen. Das sind die Früchte, die du wollen für den Tag kommen, wenn wir wollen mit den Heiligen Jeist gefällt sind. Das ist so wie das unsere Lektion von dir. Ich wünsche Ihnen alle sehr gute Pingsten, Heilja, und Gottes Segen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und was von Ihnen haben mir auch Mensages geschickt und gefragt, wo kann ich das antworten, wenn du ein frischer Video buchen hast? Und das ist sehr einfach. Wenn du in den Phone checken das, dann wirst du sein, ich werde hier ein Klimas gewesen sein, so zu sein, dass hier so bei dem Video, du schreibst das subscribirse. Wenn du was abdrehen, und dann noch auf den kleinen Klinger einmal abdrehen, dann bist du angeschrieben in meinem Kanal, und so dort wirst du das antworten. Jedes Mal, wenn ein frischer Video abkommt, dann wird die Phone die weiten lassen. Und so dort kannst du das einmal weiten, wenn du ein frischer Video rein hast. Dann sehen wir uns das nächste Mal.